Hallo liebe Freunde, die Augustusburg, die Krone unseres Erzgebirges im Visier ist Thema der heutigen Wanderung und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser abwechslungsreichen Tour. Egal ob angereist mit der Erzgebirgsbahn, Bus oder Auto, soll der Bahnhof Leubsdorf Startpunkt unserer heutigen knapp 13 Kilometer langen Rundtour sein. Die ersten ca. 300 Meter laufen wir auf der alten Ladestraße entlang und siehe, wer genau hinschaut, der entdeckt noch Reste wie beispielsweise diese Gleisstücke aus einer Zeit, als hier dereinst noch per Eisenbahn Güter umgeschlagen wurden. Und auch dieses Mahnmal erinnert an bessere Zeiten. Ihr müsst keinen Schreck bekommen, wenn das Tor der Kläranlage in unser Sichtfeld kommt. Denn näher gekommen sehen wir rechts diesen schmalen Pfad, welchen wir nutzen, um vorbeizugehen. Nicht weit verfolgen wir diesen und wir erreichen die Straße zur Schlossmühle, queren den Bahnübergang, sehen mit der Primsmühle unser erstes Zwischenziel ausgeschildert und sind schon in der Schlossmühle selbst gelandet. Wer regelmäßig meine Filme schaut, dem wird diese sehr bekannt vorkommen, denn unter anderem beim Film über die Lorenbahn der Papierfabrik war die Rede davon. Und die letzten Überreste der Gleise finden wir hier noch immer. Wenn es schon die Lorenbahn nicht mehr gibt, auf deren Trasse wir die nächsten 100 Meter laufen, so finde ich es schön zu sehen, dass sowohl Wasserkraftwerk als auch der Mühlgraben erneuert und in gutem Zustand sind. An der Wehranlage ist die Welt zu Ende? Mitnichten. Es mag euch vielleicht irritieren, aber der offizielle Wanderweg führt tatsächlich hier über diese Wehranlage hinweg. Der nächste reichliche Kilometer führt uns, ihr seht es selbst, an unserer Flöa auf angenehmen Pfaden entlang. Tja, und wer fällt mir hier ein? Karl May. Ihr fragt euch, was Karl May mit dem Flöatal zu tun hat? Ganz einfach. In Band 57, die Spione von Paris, findet sich folgende Liebeserklärung an unser Flusstal. Ich kam aus dem Flöatal, welches seiner landschaftlichen Schönheiten wegen bekannt ist. Recht hat er gehabt, der gute alte Karl May. Und reizvoll ist unser Flöatal noch immer. Und so in angenehme Gedanken vertieft liegt unser erstes Zwischenziel, die Primsmühle, schon vor uns. Auch diese kennt ihr bereits. Auf unserer Wanderung von Hohenfichte durchs Flöatal haben wir hier Picknick gemacht und uns auf die Suche nach dem Arbeitslosendenkmal begeben. Da ich euch nicht langweilen möchte, spare ich mir eine Wiederholung. Wer besagten Film jedoch noch nicht gesehen hat, der sollte diesen unbedingt im Anschluss anschauen. Wer möchte, kann hier natürlich eine erste Pause einlegen. Ansonsten, bevor es weitergeht, können die Freunde des Spazierens hier beispielsweise die Flussseite wechseln und am anderen Ufer wieder zurückgehen. Wir bleiben jedoch auf dieser Seite der Flöa, dem Rundweg Leubsdorf mit gelber Markierung folgend. Beim leichten Anstieg können wir uns erfreuen, denn dieser Kahlschlag beginnt sich inzwischen zu erholen. Natur reguliert solche Einbrüche zum Glück erstaunlich schnell und irgendwann wird hier wieder ein richtiger Wald stehen. Nach dieser kleinen Steigung queren wir die Flöatalbahn mittels dieser Brücke, bekommen einen ersten Blick auf die Marbacher Schleiferei, von der bereits im Film über die Papierfabrik Grünhainichen die Rede war, und können, wenn auch auf ziemlich zugewachsenem Pfad, deshalb stelle ich euch wie immer die Links von Komoot und Outdoor Active unten in die Beschreibung. Dort könnt ihr euch bei Bedarf die GPS-Daten herunterladen, noch vor zur Teufelskanzel gehen. Genug gesehen? Gut. Gehen wir zurück und wählen an der Kreuzung die Richtung Leubsdorf-Schutzhütte. Zunächst führt der Weg leicht nach oben und bei solchen schönen bunten Herbstbildern ist es eine Lust hier zu gehen.
Schließlich queren wir diese Freifläche, welche auch langsam im Begriff ist, sich zu erholen, erreichen diesen Bach, welcher uns bereits unten im Fußgängertunnel an der Primsmühle begegnet ist. Und dann heißt es, aufgepasst. Das Problem an der Sache, das Hinweisschild ist ziemlich zugewachsen und der breite Weg verführt geradezu, ihn weiter zu folgen. Wir müssen jedoch unmittelbar nach dem Bachübergang rechts diesen kleinen, schmalen Pfad leicht nach oben steigen. Oben angekommen sind wir Leubsdorf schon ziemlich nahe und stoßen am Waldrand auf die Schutzhütte. Und vor allem zum ersten Mal grüßt uns unsere Augustusburg, die Krone des Erzgebirges. Ich finde sie immer wieder schön und der Clou, sie sieht aus jeder Richtung anders schön aus. Also Gelegenheit und Zeit für einen ersten kleinen Imbiss. Da wir fürs Erste den Wald hinter uns gelassen haben, nutzen wir nunmehr diesen Feldweg mit seiner prächtigen Kulisse und nicht nur Richtung Augustusburg, sondern gleichzeitig schweift der Blick ab in Richtung Borstendorfer Straße und zu erkennen beispielsweise der Steinbruch. Im Wald war es zwar schöner und angenehmer als hier durch das Gewerbegebiet Leubsdorf, aber zumindest am Wochenende herrscht hier Ruhe und so stoßen wir gegenüber dem Sportplatz auf die Borstendorfer Straße. Übrigens sehen wir auch hier, der Herbst hält tatsächlich Einzug und biegen rechts auf die Straße ab. Zum Glück ist diese nicht besonders stark befahren und wir müssen ihr auch nur knapp 500 Meter folgen. Dafür kann ich mich immer wieder an der schönen offenen Landschaft vom Leubsdorfer Oberdorf erfreuen. Wie versprochen biegen wir links ab in Richtung Leubsdorf Kolonie. Im Volksmund auch, wie ihr wisst, Wurzelbach genannt. Doch vor dem Abbiegen sollten wir noch einmal zurückschauen und das, wie ich finde, angenehme Bild genießen. Auf dieser kleinen Zufahrtsstraße laufen wir nur knapp 100 Meter, verpasst also bitte das Linksabbiegen in der Rechtskurve nicht. Unser Wanderweg folgt nämlich über diesen angenehmen und unbefestigten Feldweg für ungefähr 1,5 Kilometern mit schönen Ausblicken aufs Oberdorf von Leubsdorf sowie das Umland. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich genieße es hier oben immer sehr und finde es ungemein entspannend. Ich hoffe, ihr ebenso. Erstaunlich, sollte jemand über den bisherigen Verlauf der Wanderung meckern wollen, der findet hier sogar Gleichgesinnte. Schließlich erreichen wir nicht nur den höchsten Punkt unserer Tour hier im Leubsdorfer Oberdorf, sondern gleichzeitig die knappe Hälfte. Allerdings biegen wir, auch wenn es, wie ihr sehen könnt, noch andere interessante Optionen gibt, nach links ab in Richtung Oberschar. Angekommen an der Hauptstraße gehen wir auf dieser knapp 100 Meter nach links und an der Kreuzung sehen wir in der Senke die Heimat von August Nendl. Ihr wisst nicht, wer das ist? August Nendl hat von hier wöchentlich den knapp 19 Kilometer langen Arbeitsweg nach Branderbesdorf ins Bergwerk genommen. Wer diesen Weg ausprobieren möchte, für den wurde der Karl-August-Nendl-Weg angelegt. Was aber noch interessanter ist, mit dem Gedenkstein für Martin Luther bzw. die Reformation hat er sich letztlich selbst ein Denkmal gesetzt. Das sogenannte Bergmännel, welches wir auch schon gemeinsam besucht haben. Wir gehen aber heute nicht hinunter in Nendls idyllische Heimat, sondern einige Schritte weiter, ebenfalls rechts ab in die LBG-Straße. Zugegeben, wer Fußprobleme hat, der dürfte über die nächsten knapp 3 Kilometer weniger begeistert sein. Siehe den Asphalt. Ich persönlich werde mit den immer wieder wechselnden Bildern von dieser hochgelegten Landwirtschaftsstraße immer wieder versöhnt. Unterwegs kreuzen wir beispielsweise noch die Hammerleubsdorfer Straße. Wer also ins liebliche Lößnitztal abbiegen möchte, könnte das beispielsweise hier tun. Später gäbe es allerdings noch einmal die Chance.
Alle anderen folgen immer weiter der LBG-Straße, vorbei an dieser prachtvollen Winterlinde. Und dreht euch durchaus auch zurück, denn umso länger wir unterwegs sind, öffnet sich der Blick hoch in Richtung Erzgebirge. Und dass wir hier im Erzgebirge sind, sieht man spätestens hier. Und wie sagte Herr Meinl vom Uranbergbaumuseum in Bad Schlema, kein Mensch skandiert im Fußballstadion von Aue Erzgebirge Aue, sondern nur Wismut. Unmerklich kommen wir auch wieder tiefer. Rechts schiebt sich Oederan, die Stadt des kleinen Erzgebirges, ins Blickfeld. Und schon stehen wir an der nächsten Kreuzung, an welcher wir uns erneut entscheiden müssten. Aber die Version geradeaus Richtung Hohenfichte stelle ich euch ein andermal vor. Ergo biegen wir jetzt und heute links ab. Denn harte Felsen bzw. Hartfelsen, die Angaben schwanken, heißt unser nächstes Zwischenziel. Dafür laufen wir den Querweg noch einmal knapp 500 Meter am Waldrand nach unten und biegen, siehe die Schilder, rechts mit der gelben Markierung in den Wald hinein. Zunächst auf diesem angenehmen Waldweg mit einer theoretischen Möglichkeit nach 200 Metern zum Abkürzen. Hier kämen wir direkt ins Flöhertal, aber das wollen wir ja nicht, also weiter geradeaus. Langsam, aber sicher sehen wir jedoch, der Forst war auch hier tätig. Die schöne Schutzhütte Talblick beispielsweise ist komplett eingezäunt und nicht erreichbar. Begeben wir uns also auf die Suche nach dem Harte oder Hartfelsen. Leider seht ihr, es gestaltet sich tatsächlich schwierig. Der Weg verwandelt sich innerhalb weniger Schritte immer mehr in einen kaum erkennbaren Pfad. Dennoch, der Anblick auf die gegenüberliegende Augustusburg lockt ja wirklich und macht neugierig. Also weiter. Aber man muss durchaus trittsicher und geländegängig sein, wie ihr seht. Und leider ist der Hartfelsen ohne Ortskenntnis und GPS-Daten kaum noch erkennbar und auffindbar. Aber irgendwann landen wir am alten Geländer. Wir sind also auf dem richtigen Weg. Angekommen. Was sagt ihr? Hat es sich gelohnt? Na, ich denke doch. Sowohl der Blick auf die gegenüberliegende Burg als auch das romantische Plätzchen selbst entschädigen doch für die Mühe, sich durch den Urwald geschlagen zu haben. Wer keine Verpflegung für ein Picknick mehr im Rucksack hat, für den findet sich das Abendessen sogar direkt neben unserer Bank. Irgendwann müssen wir unser romantisches Plätzchen verlassen. Versuchen wir, unseren Pfad zurückzuverfolgen und gehen nunmehr auf einem neuen Pfad nach unten. Selbiger ist stellenweise inzwischen leider auch kaum noch erkennbar. Eigentlich traurig für dieses schöne Ausflugsziel hier oben. Macht beim Abstieg also vorsichtig. Die Geländer sind durchgefault und abgebrochen und die Treppen stellenweise auch ziemlich angenagt vom Zahn der Zeit. Wer jedoch gut zu Fuß und ein wenig vorsichtig ist, der landet am Ende wieder heil in unserem lieblichen Flöhatal. Unten angekommen wundert man sich dann auch nicht mehr über den angegriffenen Wegweiser, welcher langsam aber sicher auch auseinanderfällt. Denn weder der Hartfelsen ist noch ausgeschildert, noch unser Ziel Leubsdorf. Dennoch gehen wir nach links, werfen jedoch vorher noch einen Blick auf unsere schöne Flöha, welche hier so ein verträumtes Bild abgibt. Wie findet ihr denn diese Ansammlung? Mich erinnert dieses Bild irgendwie an die alten sowjetischen Märchen aus meiner Kindheit. Kennt ihr diese auch noch? Angekommen auf der nächsten Anhöhe zeigt sich der Weg erneut in einem desolaten Zustand. Der Abstieg ist kaum zu erkennen und leider ziemlich vergammelt. Irgendwie erinnert mich das an den angenagten Bohlenweg auf dem Weg zum Wüstegarten. Also ist die deutsche Einheit doch erreicht. Ob Ost oder West, überall vergammelt alles. Aber Hauptsache, wir haben Geld zum Krieg führen. Traurig. Trotzdem kann man erneut heil unten an der Flöha ankommen, wenn man Acht gibt. Und dieser folgen wir bis zur Eisenbahnbrücke. Hier könnten wir dem Weg natürlich neuerlich folgen, wie ihr ihn ja bereits kennt.
Deshalb möchte ich heute eine weitere Variante vorschlagen, nämlich, ihr seht es am Brückenpfeiler, die alte Bierstraße taucht hier plötzlich wieder auf. Selbiger sind wir bereits einmal bei Eubacher Flöher im Struttwald begegnet. So queren wir jetzt die Wiese, gehen noch ein letztes Mal eine kleine Steigung nach oben, um geradeaus auf diesen schmalen Pfad in dem kleinen Wäldchen zu landen und erneut nach unten zu laufen. Für Fans der Eisenbahnfotografie ist das hier oben ein wirklich schönes Plätzchen. Der Abstieg ist dann wieder ziemlich steil, aber wer den Weg vom Hartefelsen überstanden hat, der kommt auch hier nach unten. An der Hauptstraße angekommen, trennen uns vom Ziel Bahnhof nur noch 500 Meter, welche wir natürlich locker und entspannt zurücklegen.